Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Irgendwann ist dann Porsche auf Sie gekommen. Ich hatte schon das Vergnügen, mit Dr. Wolfgang Porsche zu reden, und der hat gesagt, als wir ganz in Grund und Boden lagen, da wollte er unbedingt... Ja, das wollte der Piech, der wollte mich schon 3-mal haben. Ja. Piech hat, ja, also da will ich jetzt nicht zu viel drüber erzählen, aber ja, ich habe ein Angebot bekommen, zu Porsche zu gehen und hätte Anteile von beiden Familienstämmen bekommen. Das muss ich mir mal vorstellen. Also die haben ja nie was abgegeben. Aber jeder hätte ein paar Prozent abgegeben, symmetrisch, damit die Balance in den Piech- und Porsche-Familien bleibt. Und da hätte ich da Anteile bekommen und wäre Vorstandsvorsitzender geworden. Und ganz ehrlich, das hat mich schon unheimlich fasziniert. Und ich Trottel habe diesen Vertrag an einem Samstag auch noch auf Anraten der Anwälte von Porsche Piech unterschrieben. Und mich hat habe einem meiner damals beiden engsten Freunden, hat gedacht, die dürfen das am Montag nicht in der Zeitung lesen, dem sagst du das. Und der eine von den beiden hat es den Stuttgarter Nachrichten gesagt. Bevor ich also am Montag früh dem Kuhnheim das sagen konnte, war das schon in der Zeitung gestanden und leider auch drin gestanden, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe. Und dann hat mich Kuhnheim als allererstes, wo er ins Zimmer kam, hat er mir die Zeitung hingeschmissen und hat gesagt, stimmt das? Dann sage ich, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich wollte Ihnen das ja jetzt gerade erzählen. Dann sagt er, ja, aber haben Sie den Vertrag da unterschrieben? Und was soll ich machen? Ich lüge nicht, ich habe in meinem Leben nicht gelogen. Ich habe das nicht fertig, ich habe gesagt, ja, habe ich unterschrieben. Dann hat er gesagt, wissen Sie, was Sie gemacht haben? Sie haben Vertragsbruch begangen, Sie haben einen Vertrag mit uns und Sie haben einen Vertrag mit einer anderen Firma unterschrieben. Ich habe schon mit Graf von der Goltz, das war damals unser Aufsichtsratsvorsitzender, gesprochen. Sie kommen am Mittwoch, gehen Sie zu ihm nach Bad Homburg. Und dort werden Sie mit ihm alles Weitere besprechen, aber das geht gar nicht. Sie können den Vertrag nicht annehmen, wir werden Sie verklagen, Sie werden Ihres Lebens nicht mehr froh. So haben die mir gedroht. Und am Mittwoch hat dann der Graf Goltz, als ich gesagt habe, okay, dann bleibe ich, hat er mir 1 Minute die Hand so gedrückt und mich nicht mehr losgelassen und hat mir versprochen, aber dafür werden Sie Vorstandsvorsitzender bei BMW. Okay. So, okay. Und jetzt kann man das ja mal mit dem zeitlichen Abstand sagen, dass ich es später nicht wurde, sondern mein Freund Pischetsrieder hat den Hintergrund gehabt, dass Kuhnheim mir sagte, als preußischer Offizier, sagt er, das war eben Fahnenflucht, die sie begehen wollten. Und Fahnenflucht wird geahndet. Das heißt, die haben mir diesen Job, wo ich Anteilseigner von Stammaktien bei Porsche hätte werden können, haben die mir kaputt gemacht, weil ich naiv einen Vertrag unterschrieben habe, den ich hätte nicht unterschreiben dürfen, sondern ich hätte die unterschreiben lassen sollen und mit einer Woche Gültigkeit und dann meinen Vertrag zu beenden und wegzuverhandeln und dann zu unterschreiben. Ich habe das im Eifer des Gefechts unterschrieben und mich hat einer verpfiffen, das hätte ja normal nie jemand gemerkt. Und der mir das einfach nicht gegönnt hat, der ist bis heute natürlich nie mehr mein Freund dann gewesen. Solche Freunde braucht man im Leben. Aber anyway, den Fehler habe ja ich gemacht und nicht er, aber es war schon sehr hinterhältig, mir so die Tour zu vermasseln. Aber was ich natürlich nicht gedacht habe, dass so Ehrenmänner wie Graf von der Goltz, dass die mir einen Vorstandsvorsitz versprechen, wenn ich bleibe, um dann mir den bewusst nicht zu geben, damit ich eine Lektion erteilt bekomme, was es heißt, Fahnenflucht zu begehen. So, jetzt habe ich noch nie in meinem Leben in der Öffentlichkeit gesagt, aber jetzt muss das vielleicht auch mal sein. Ach, und das bei mir, Mensch, das ehrt mich. Also, und das war 92 und 93 ist Bernd Pischetsrieder Vorstandsvorsitzender geworden. Also da waren Sie vorher gleich, aber Sie haben eigentlich die gleiche... Also Sie haben eigentlich fast mehr Macht bekommen, ne, in der Firma. Ja, man hat mir dann, damit ich bleibe, ich hätte dann auch gehen können, hat man mir den identischen Vertrag gegeben wie Pischetsrieder mit derselben Bezahlung. Und ich bin zusätzlich, ich war schon lange vorher auch noch Einkaufsleiter. Also das war eben eine tolle Situation bei BMW damals. Der Vorstand für Einkauf war damals schon ziemlich mächtig. Der war mit mir einig geworden, dass im Folge dieses
Pilotwerks und dem neuen FIZ, was ich gemacht habe. Das neue Forschungs- und Ingenieurzentrum war damals, glaube ich, Industrie maßgebend und vorbildlich, weil wir haben flexible Räume für Teamarbeit geschaffen und haben die Mitarbeiter nicht mehr nach Abteilungen sortiert, sondern nach Aufgabenbereichen. Also da war dann der Fertigungsingenieur und der Konstrukteur und der Mensch von der Zulieferfirma für die Tür, Dreier vor der Tür. Vor der Tür Dreier. Für die Tür brauchen Sie Blech, Blechverarbeitung, Sie haben aber auch Glas drin, Sie haben Fensterheber drin, Sie haben Innenverkleidung drin. Also Sie brauchen also viele Ingenieure verschiedener Disziplinen, aber Sie brauchen auch den Zulieferer, der die Fensterhebe Einrichtung von Brose zum Beispiel macht. Also habe ich gesagt, holen wir doch die Brose-Ingenieure zu uns ins Team und entwickeln das gemeinsam. Und wir geben nicht die Zeichnungen der Einkaufsabteilung und die kauft dann ein. So war es früher. Und verhandeln die Preise. Ist doch besser, wir entwickeln so kostengünstig gemeinsam und nicht wir entwickeln und dann muss der teuer produzieren, weil er für uns genau bestimmte Vorrichtungen machen muss, die vielleicht bei kleinen Änderungen, die wir akzeptiert hätten, nutzen hätten können, die schon vorhanden waren. Kurzum, diese Einrichtung habe ich ja auch geschaffen, das FIZ damals. Und das war natürlich eine tolle Teamarbeit. Und dann hat der Einkaufsvorstand gesagt, das macht doch gar keinen Sinn mehr, einen Einkaufsvorstand zu haben. Ich sollte eigentlich keinen Nachfolger mehr haben. Sie sind mein Nachfolger. Also das gehört schon größer dazu. Und da hat er dann mir und so hat er das im Vorstand insgesamt vorgeschlagen, haben die auch akzeptiert, habe ich die Einkaufsabteilung bekommen, schon Jahre vorher. Und dann, als Pischetsrieder Chef wurde, hat man mir auch noch weltweit Vertrieb und Marketing gegeben. Also ich war dann, heute würde man auf Bayerisch sagen, COO. Ne? Ich habe die Autos entwickelt, habe den Einkauf gemacht und habe sie verkauft. Okay. Wie haben Sie Ferdinand Piëch beobachtet, der ja mit VW auch zusammengekauft hat? Jetzt werden Sie wirklich, kann ich Ihnen sagen, den habe ich extrem bewundert. Das werden jetzt nicht viele verstehen, aber für mich war das der strategisch beste Denker in der Autowelt ever. Kein einfacher Mann, extrem fordernd, unangenehm, wenn es drauf ankam, hat Leute rausgeschmissen nur um ein Exempel zu statuieren. Er hat schon auch mit Angst regiert, was ich nicht gut finde. Das habe ich nie. Ich habe immer versucht, über Motivation zu kommen. Aber der hatte natürlich in so einem Riesenapparat wie VW, muss man vielleicht mit Angst arbeiten, weil man muss sozusagen in allen Abteilungen und Räumen muss man virtuell präsent sein. Damals gab es keine Videoübertragung, aber der Piëch war so stark, dass jeder wusste, wenn jetzt aus dem Meeting heraus ihm da einer das steckt, dann könnte es einschlagen. Und mit diesem Wissen, dass er gnadenlos Dinge ahndet, die ihm nicht passen oder Intrigen oder so hat er den Laden zusammengehalten. Aber er hatte eine geniale strategische Aufstellung, was er schon damals als Idee für den Volkswagen-Konzern hatte und auch technisch mit den Autos. Also ich kann nur sagen, Piëch war ich ein großer Bewunderer und ich glaube, er mochte mich auch ein bisschen. Er meinte nur, das hat er aus seinem Buch geschrieben, und hat das Beispiel BMW, er hat gesagt, du hättest es trotzdem, hätte ich trotz Unterschrift und Vertragsbruch, hätte ich trotzdem zu Porsche gehen sollen. Und er hatte recht. Ich habe mich dann nicht getraut, einschüchtern lassen von Kuhnheim und Goltz. Aber ich hätte es trotzdem die hätten nichts machen können. Die hätten mich mal verklagt, aber das hätte vielleicht Porsche was bezahlt, aber wir hätten gar nichts bezahlt. Kein Richter hätte denen Recht gegeben. Und ich glaube, da hat er schon einen Punkt gehabt, als er mich kritisiert hat und sagt, ja, ich will das nicht erwähnen, was er in dem Buch über mich geschrieben hat, aber weil ich mich nicht selber loben will, aber er meinte eben, aber ich sei nicht im Zweifelsfall nicht hart genug im Durchsetzen. Ne? Okay. Und vielleicht an der Stelle, jetzt muss ich einräumen, hat er wahrscheinlich recht gehabt. Haben Sie, Wendel Wiedeking, haben Sie das beobachtet, was der aus Porsche gemacht hat? Oder hätten Sie was anderes gemacht? Ja, also dazu kann ich Ihnen vielleicht auch noch was verraten. Das dürfen Sie. Warum Piëch und Wolfgang Porsche mich unbedingt haben wollten. Die hatten zu der Zeit damals einen Viertürer
Porsche in Arbeit. Und wenn ich mich noch recht entsinne, haben die aberwitzige Summe von 500 Millionen D-Mark für deren kleine Firma schon in die Entwicklung des Viertürers investiert gehabt. Ich habe mit Piech dann geredet und habe gesagt, Herr Piech, mit Verlaub, nie und nimmer würde ich als erstes zum 911 als Ergänzung einen Viertürer machen. Nie und nimmer. Was ich machen würde, wäre eine kleine Ausgabe, aber ein echter Porsche als unterhalb vom 911 positioniert, der nicht wie dieser 914, glaube ich, dieser VW-Verschnitt, Porsche, ja. Das ist ein Fopo oder so, wie schon der Name Volks-Porsche, also da ist ja schon alles im Eimer, wenn man so eine Wortschöpfung dann zulässt, sodass, er hat gesagt, ich schreite danach, das Image runterladen auf ein Auto, was 60% vom 911 kostet, aber ein echter Porsche ist und wo die Kinder sich die Nase an der Scheibe platt drücken. Das braucht ihr. Und wenn ihr das habt, macht ihr dann riesige Stückzahlen, dann wird der Laden insgesamt größer und dann kann man ein SUV und dann kann man auch mal einen Viertürer machen. Ihr habt die falsche Reihenfolge. Piech rief mich an und sagt, also er hat nachgedacht, das findet er so überzeugend, er will mich haben. So, der ausschlaggebende Punkt für Piech war sicherlich, dass er gesehen hat, was ich bei BMW mache. Aber ich habe ihm ein Konzept gesagt, auf das er mal zufällig nicht gekommen war, sondern er hat dann, aber das war ja auch einer, der dann einsieht, das ist falsch. Er hat gesagt, den stellen wir ein und dann kommen Sie und dann machen Sie das Auto. Später hieß er Boxster, aber bei mir, ja, wir hatten noch keinen Namen, aber das Konzept war fertig. Und als dann Wiedeking das wurde, weil ich nicht kam, hat der Wiedeking das natürlich umgesetzt und ist dann zu Recht gefeiert worden. Aber auch da kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, war das genau so. Das, was dann später Boxster wurde, war meine Idee, die den Piech so überzeugt hat, dass er mich unbedingt haben wollte. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de